Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir gucken uns heute die neuen Angebote im Schwarzmarkt an, ob die gut sind, unser aktueller Fortschritt im Hellevator und wie weit wir bisher mit der Hell Attack gekommen sind, sowohl auf meinem Main-Server als auch bei Rising Phoenix, weil da sind wir deutlich weiter, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber zuallererst werden wir erstmal unsere Aufgabe hier erledigen, die noch im Raum steht, und zwar die für mich persönlich jetzt bisher am komplizierteste Aufgabe, die ich bisher so an den Weeklies hatte, und zwar wirklich diese Ehre durch die Expedition Farm, was vorher wirklich relativ leicht war, wenn man normal Alu geklickt hat, weil man da immer natürlich auch so je nach Quest halt eben relativ viel Ehre bekommen hatte. Aber wenn du hier in der Expedition irgendwas anklicken willst, ja Digga, das war ja absolut crap, keine einzige Truhe bekommen hier, dann bekommst du immer 10 Ehre, und wenn man jetzt zum Beispiel nur die 100er wegklickt, ist es natürlich relativ schwer, so halt an genügend Ehre zu kommen. Deswegen hatte ich gestern einen kompletten Tag eingelegt, wo ich mal so wirklich die kleinsten Ehrenquests immer angenommen habe, beziehungsweise die kleinste Expedition immer gestartet habe, um dann auch am Ende des Tages da auf meine Punkte zu kommen. Ansonsten hätte das nämlich nicht ausgereicht dafür. Ja. Also jetzt haben wir soweit schon unseren Ehrenstand gut gefüllt, sodass ich jetzt hier beruhigt meine Quest machen kann und dabei schön die 100er rausknallen kann, sodass wir hier ruhigen Gewissens auf jeden Fall das Ganze hier abschließen können heute. Also die Quests sind heute wirklich absolut bodenlos, muss ich mal wirklich so sagen. Also hier kommt wirklich nicht viel, aber so ist das. Manchmal hat man so Tage, da kannst du da drauf hinspielen, dass eine Kiste kommen muss, und dann dann kommt einfach nichts. Dann hast du einfach Pech gehabt. So, es gibt halt auch manchmal einfach absolut schlechte Quests. So ist das halt. So, damit haben wir jetzt endlich unsere Weekly hier abgeholt und haben unser extra Bier, 80 Mille an Gold. Und wir werden das auch gleich verbrutzeln. Ansonsten, die neuen Angebote sind da. Jetzt wird das ja immer aktualisiert. Vorher waren es immer dieselben, jetzt sind es mal andere. Und ob man die jetzt so für gut betrachten soll, ist natürlich im Auge des Betrachters, sag ich mal. Ne? Also hier kann man 50 Lucky Coins tauschen gegen 14 Sanduhren. Ich weiß nicht, wonach das berechnet ist, dass es ausgerechnet 14 sein müssen, so eine komische, ungerade Zahl. Ich denke mal, das kann kaum einer von euch ertragen hier, dass hier einfach mal eine ungerade Zahl steht. Dann das zweite Angebot, hier für 100 Pilze sich 320 Sanduhren gönnen. Ja, muss man auch wissen, ob das jetzt nun so worth ist. Und das dritte Angebot wäre quasi hier jetzt auch das gleichzeitig teuerste. Ja, muss man gucken, ob das für ein worth ist so. Also 250 Pilze für 2750 Lucky Coins ist vielleicht für die Leute einigermaßen okay, wenn man jetzt täglich am Rad spinnt und jetzt nicht unbedingt weiß ich nicht, sich hier die Lucky Coins irgendwie Free-to-Play erfarmt. Ansonsten ist das für die Free-to-Play natürlich auch absolut nicht worth. Lucky Coins brauchen wir natürlich hier fürs Spinnen des Rades. Und wenn man sich das Ganze mal so durchrechnet, für einen Spin verbraucht man 10 Lucky Coins oder halt einen Pilz. So, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier 2750 haben, ne, das würde natürlich jetzt ein bisschen positiv sich darauf auswirken. Also kann man sich überlegen, ob man das machen möchte. Für die Leute, die täglich am Glücksrad drehen, vielleicht eine Überlegung wert. Müsst ihr aber selbst wissen, ob das jetzt für euch was ist. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Schwarzmarktangebote, was uns da so erwartet. Also es scheint ja jetzt wirklich immer so durchzurotieren. Ihr kriegt da keine Meldung großartig, ihr müsst halt immer mal gucken, wann halt die neue Ware im Shop aktualisiert wird, dass ihr da auch nichts verpasst, falls da in Zukunft mal irgendwas Interessantes ist. Aber die Angebote, die bisher kamen, sind meines Erachtens jetzt nichts übertrieben Krasses. So, ne? Also klar, wer hätte das auch erwartet, ne? Aber sind
sind halt da. Ne? Leute müssen wissen, ob sie es brauchen oder nicht. Ne? Die meisten finde ich persönlich jetzt nicht sehr attraktiv, aber ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der dann sich das dann doch irgendwie anders überlegt auf jeden Fall. Ne? Jo, ansonsten der Hellevator, beziehungsweise ja, die Helletech, wo wir jetzt uns gerade auch drin befinden. Wir sind auf dem Server hier echt wirklich knapp auf Platz 2, muss man sagen. Also ne, im Vergleich zu Platz 3, also Platz 3 und Platz 2 ist halt ein sehr knappes Rennen, was wir die letzten Male vorher nicht so hatten. Schließt darauf, dass eventuell mehr Aktivität bei Slicer herrscht, was so die Teilnahme der Helletechs angeht, weil alleine von den Höllenmarken her, von ja, den Stockwerken, die wir bisher mal durchgegrindet haben, waren wir eigentlich deutlich im Vorteil bisher gewesen. Ne, also wir waren auf Platz 2 relativ easy, glaube ich, letztes Mal, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sehen es wahrscheinlich viele nicht ein, hier bei dem Höllenangriff damit zu machen, wenn die Belohnung dann doch relativ ja, ne, relativ unbelohnt ist, sag ich mal. Gestern hat hier einer dran teilgenommen. Wo waren wir denn hier? Huch, wo waren wir denn hier dran? Ach so, die meisten waren hier drin. Dann gehe ich erstmal hier rein. Ja, ich glaube, hier brauchen wir definitiv noch Verstärkung. Machen wir es erstmal so. Ja, es ist natürlich eine Angelegenheit, für einen selbst lohnt es sich kaum, muss man sagen. Das Gold, was hier durch die Anzahl der Mitglieder geteilt wird, ist nicht wirklich 10 Pilze wert, muss man sagen. Oder halt eben die Schlüsselkarten, je nachdem. Ich sage immer, wenn man jetzt hier nicht weiterkommen würde bei den Gegnern und hier hart stuck ist und ja, sowieso hier die Höllen-Tickets wasten würde, dann kann man sich auch überlegen, ja, beim Helletech teilzunehmen. Dann hat man die Schlüsselkarten wenigstens einigermaßen gut investiert, als die einfach nur so sinnlos hier in den Dungeons rauszuhauen oder ja, im Hellevator halt, ohne da großartig ja, Progress zu machen. So. Dann kann man das ganz gerne machen, aber ja, ich glaube, die meisten sehen es halt nicht ein, dafür Pilze zu bezahlen. Ist auch komplett verständlich. Weil die eigene Belohnung halt eben relativ niedrig ist. Aber wenn man jeden Tag mit der Gilde halt grindet und viele Höllen-Ebenen mitnimmt hier von der Helletech, dann macht sich das tatsächlich wirklich sehr bemerkbar auf die Platzierung in der Hellevator-Rangliste und die allgemeine Belohnung halt der Höllenmarken, die die Gilde dann hier einfährt. Und das kann sich natürlich auf die Platzierung dann doch nochmal hinten raus auswirken. Ne? Aber im ersten Moment sind halt, wie gesagt, die Einzelbelohnung für einen selbst, die man daraus halt bekommt, jetzt wirklich jetzt nicht so attraktiv, sag ich mal. Ne? Aber wie gesagt, hier macht es dann doch irgendwo schon einen Unterschied, wenn man da jeden Tag aktiv mit seiner Gilde dabei ist. Und deswegen ist es momentan gerade hier bei unserem Server relativ knapp. Wir sind hier auch natürlich bei Rising Phoenix drin. Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wenn man hier mal schaut, da sind wir gut dabei. Definitiv, muss man so sagen. Also es ist wirklich eine sehr starke Leistung. Hier ist auch, hier wird auch wirklich gut ja, koordiniert, sag ich mal, innerhalb der Gilde, wie hier so die Aufteilung herrscht. Ne? Also am weitesten sind wir hier auch gekommen bis zur Ebene 7, glaube ich. 8 hatten wir, glaube ich, noch nicht geschafft. Die meisten sind jetzt hier gerade drin. Es fehlen jetzt hier irgendwo immer ein paar. Deswegen, keine Ahnung, gehe ich jetzt erstmal in Gear rein. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich sollte das schon packen. Ja, damit die zumindest abgedeckt ist hier, die Ebene. Wenn ich hier drin bleiben würde, so alleine, dann gut, wäre der Boni ja noch okay, sagen wir 5 Millionen Gold, das ist auch nicht die Welt, aber ja, alleine dafür, ne, ich meine, wenn jetzt hier ein zweiter reinkommt, sind es nur 2,5 jetzt auf einmal nur noch, ne? Müssen wir mal schauen. Ist halt immer so die Sache, oder wird halt ein relativ starker Account, wie ich ihn habe, jetzt halt eher weiter hinten gebraucht, aber hier sind halt schon 10 Leute drin, ne? Deswegen gehe ich mal von aus, ja, okay, sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Ich kann euch den Kampf ja auch nochmal sehr gerne zeigen, aber ich hatte den ja, glaube ich, euch schon mal gezeigt hier. Ne? Oh, ja, war doch relativ knapp. War dann doch relativ knapp. Aber wenn hier vorne gar keiner drin ist, ja, dann lieber hier die 18k nochmal alleine mitnehmen, sage ich. Also ja, hier fehlt halt auch noch einer. Müssen wir gucken. Ne? Also wie gesagt, die allgemeine Anwesenheit, sag ich mal, der Teilnehmer hält sich dann doch in Grenzen. Ihr könnt mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch in der Gilde aussieht. Ob ihr da
viele habt, die da dran teilnehmen oder ob das bei den meisten so irgendwie dran vorbeigeht. Ja, oder einfach sich sagen, nö, das sehe ich nicht ein. Also hier noch irgendwie noch mehr dran, ja, weiß ich nicht, noch mehr reinzustecken. Also das würde ich mal sehr gerne wissen. Und ja, so sieht das momentan gerade aus bei mir in den Gilden hier. Ne? Auf W50 können wir auch noch mal ganz kurz reinschneiden. Ja, da hatte ich jetzt, sind wir auf Platz 4, was auch vollkommen in Ordnung ist, sag ich mal. Ne? Ich hatte jetzt gar nicht so drauf geachtet. Doch, da sind wir relativ, oh mein Gott, ich sehe, wir sind ja sogar relativ nah an Platz 3 dran, sehe ich gerade. Zu Platz 5 ist dann doch ein großer Unterschied, weil sich jetzt auch ein paar Gilden aufgelöst haben. Aber zu Platz 3 wird der Abstand immer knapper. Also Knights Husseini, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht. Wir sind am Start. Also da müssen wir mal wirklich ein Lob an die Gilde aussprechen hier. Ja, also wirklich auch sehr aktiv. Tatsächlich wirklich, ja, wir haben leider einen Inaktiven in der Gilde. Also falls ihr noch eine Bewerbung an W50, schreibt mich gerne an. Ja, und dann gucken wir mal, was wir machen können. Leider einen Inaktiven. Warteliste momentan gerade leer. Deswegen sehr gerne mal anschreiben. Ne? Ansonsten, ja, war es das soweit von mir und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.